Herzlich willkommen, Tim Elf, das Kochstudio. Wir haben die schnelle Nummer für den Trizeps. Big Boy oder was? Komm, hoch! Da ist Boost drin, aber ist geil. Ja. Das ist Prep, das heißt wieder Rambo Mode ist aktiviert. Nachdem die Abstimmung, was meine Haare betreffen, noch nicht ganz klar ist, werde ich die in nächster Zeit erstmal wie der ein oder andere Hybridathlet unter meinem Kopftuch hier verstecken. Und damit herzlich willkommen im neuen Video, by the way. Heute trainieren wir. Mein Special Guest befindet sich noch auf dem Damen-WC im Bunker. Ne, das ist er nicht, oder? Nee, alles gut. Da wollte ich jetzt rein. Aber der eigentliche Special Guest, keine Ahnung, der hat Angst vorm Training, der drückt sich noch. Heute ballern wir nämlich Brust und ja, ist cool, da immer jemand am Start zu haben. Gerade beim Brusttraining mit Partner, auf jeden Fall cool, sich da noch ein bisschen zu spotten. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Schrank, der Typ. Und deswegen muss ich jetzt auch erstmal mein Intro ready machen, um bestens versorgt zu sein. Perfect Rack am Start. Aus der tatsächlich Endurance-Line von ESN, eignet sich aber super als Infra, habe ich schon mal gesagt. Und den nutze ich, solange wir den Bodybuilding-Infra noch nicht am Start haben. Aber da sitze ich schon mit einigen schlauen Köpfen an der Formel dran und dürft ihr euch darauf freuen. Also heute, wenn ihr das Video seht, ist noch die allerletzte Chance, um in der ESN Week bis zu 70% zu sparen. Wir haben auch nochmal gerestockt, also seid schnell. Checkt das Ganze ab auf Daily 30%, auf Whey 30% und auf Oat Bars 70%. In diesem Sinne, ich gehe pissen und dann legt man los. Bei Urs gibt es auch nicht irgendwie Mobility aufwärmen oder sonst was, sondern da geht es direkt in den Satz. Hallo übrigens, ja. Ich bin Justin und ich bin auch dabei. Ja. Ich habe die ganze Zeit den Special Guest hier geheim gehalten. Dann machst du auf dem Klo, geht das erste Klo auf, kommt so ein random Dude raus, direkt ins Bild. Jetzt gerade der Boy, aber dritter, aber nicht letzter, der Schwabenboy, Schwabenpower am Start. Schwaben-Polska-Power. Justin, a.k.a. was ist eigentlich dein Kosename in der Szene? Noch kein. Du hast noch ich würde keinen. sagen The Promise, weil ich jedes Versprechen eingehalten habe. Der Boy ist am Start und besucht mich in Berlin, nachdem wir in Alicante ein geiles Rückentraining abgerissen haben. Der Mann ist in der offenen, ein sehr schöner, gleichmäßiger Athlet, aber bei den offenen brauchst du halt das gewisse Fleisch und deswegen wäre der eine Wettkampf auch nicht gut gewesen. Der Junge guckt jetzt, dass er ein bisschen Masse drauf klatscht. Und dementsprechend trainieren wir heute Brust. Das Witzige ist, ich werde immer in der Vorbereitung bis kurz vor Ende stärker. So ab 8 Weeks out hält man es dann eher. Wenn man so fett gefressen in der Offseason ist, da hast du irgendwann irgendwie weniger Kraft, weil du so unmobil bist, keine Ahnung. Was wolltest du fragen? Wie ist dein aktuelles Feeling so? Sehr gut. Also körperlich richtig gut, weil es jetzt die erste Woche Diät so vorbei ist und ich gleich mal 5 Kilo abgeschmissen habe, was extrem viel Wasser erstmal ist, weil ich so ein Wasserwürfel bin. Ich meine, man sieht es mir an, der Körper ist zerschreddert, am Gesicht hängt dann das meiste Wasser in der Off-Season. Kopftechnisch bin ich auch schon gut drin, aber ich finde so Woche für Woche in der Vorbereitung gräbst du das Loch tiefer oder also kommst du mehr in den Tunnel. Das Problem hat Justin gerade. Ich bin zu tief im Tunnel. Wir haben die letzten Tage so ein bisschen geschrieben. Er hat nur so eine Story gepostet, so ja, ich kann nicht richtig pennen und so. Und ich musste ihm direkt schreiben, weil ich so gefühlt habe, weil es genau das gleiche Problem habe ich jedes Mal.
bist du halt noch so tief in diesem Tunnel drin, dass du dir denkst, plus die Motivation, ich meine, der hat richtig geil abgeschnitten, noch im ersten Callout gelandet, in der ersten Profisaison sozusagen. Vor allem Italien war halt für mich jetzt schon nochmal so Top 5, war schon für mich war etwas richtig krass. Geil. Und da bist du dann natürlich danach, ja. So wie wo ich den 4. beim Olympia gemacht habe, dachte ich mir, ja, jetzt musst du alles professionell optimieren. Und genau dann hat Stefan mir zum Beispiel gesagt, dann musst du eigentlich komplett chillen. So. Deswegen, ich respektiere so einen Ronnie Coleman, wie der irgendwie 3 Monate, der hat ja 2 Monate gar nicht trainiert. Das könnte ich sowieso gar nicht. Aber einfach so, und der hat, glaube ich, auch richtig Gas gegeben, so 24/7, was den Sport angeht. Was macht der Körper? Macht alles mit oder hast du im Moment irgendwelche... Der macht erstaunlich gut mit, muss ich sagen. Ich hatte so ein bisschen Knieprobleme Ende letzter Vorbereitung, aber habe tatsächlich meine Technik auch nochmal überarbeitet. Und ohne Scheiß, wenn du halt so einen Kollegen hast, der so geisteskrank stark ist und 9 Platten auf der Hackenschmidt macht, da siehst du das und denkst dir, ja okay, da arbeite ich mich jetzt auch hoch. Und dann machst du halt irgendwann mal so ein bisschen, drückst du mal mehr aus den Zehen, um die eine Wiederholung noch zu holen. Dann hast du halt 4 Wochen so ein bisschen, immer so einen kleinen Stich im Knie, da denkst du, ja geht schon. Aber das habe ich jetzt eliminiert und seitdem läuft alles problemlos. Ich hoffe, dass es so weiterläuft. Ja. Auf. Rück. Raus. Jawohl. Let's go, come on. Schön. Komm. Ja. Das ist der Ansage 13. Da sind wir da, Junge, da sind wir da heute. Jawohl. Jawohl. Komm, 6 haben wir. 8, komm, 10 machen wir voll. Schub. Komm, verdammt, auf. Big Boy oder was? Komm, hoch. Jawohl. Schön. Wie machst du eigentlich dein Training gerade für die Leute, die ich jetzt mal nicht kenne? Ich bin auch tatsächlich, also ich mache schon Richtung HIIT, aber gerade bei Isolationsübungen arbeite ich immer mit 3 Sätzen. Also Arme mache ich 3 Sätze und so 10 bis 15 Wiederholungen. Ich arbeite ohne Intensitätstechniken, aktuell noch. Ich denke, irgendwann werde ich auch hier und da was einbauen. Ja, ist so geil. Wir trainieren einfach so gleich. Das ist richtig cool zu sehen. Wisst ihr, mit wem ich das geisteskrankeste Erlebnis hatte? Trainingstechnisch? Rat mal, Justin. Ich würde sagen Samson. William Bonek. William? Wir haben 3,5 Stunden Beinbeuger trainiert. 12 Übungen, A4 Sätze. Also jede Maschine, die es von beiden gibt? Ich kenne nicht mal 12 Beinbeugerübungen. Nein, ich auch nicht. Weil es war so nach meinem ersten Olympia, ich dachte mir, entweder will der mich jetzt komplett auseinandernehmen und dir einfach nur zeigen, Digga, du bist es einfach nicht. So wie du es in Polen gemacht hast? Ja, genau so. Genau, du machst das, was ich dir sag, bis du nicht mehr kannst. Oder er macht es immer so, aber das war echt verrückt. Generell Thema Satzpausen. Haben Leute bestimmt schon oft von dir gehört, aber es gibt ja immer auch neue Leute, die dazukommen. Auf jeden Fall, gute Frage. Und Satzpause sage ich immer so lange wie nötig. Und das ist auch ein guter Ansatz. Ich habe tatsächlich eine Woche mal oder so die Pausenzeiten gestoppt. Und muss sagen, wenn ich so nach 60 Sekunden wieder weitermache, also wenn du pauschal immer sagst 60 Sekunden, dann bist du dumm.
Weil wenn ich jetzt einen Hackenschmidt mache, dann brauche ich wahrscheinlich aus dem Satz erstmal 60 Sekunden raus. Also da sind es manchmal 5 Minuten, 6 Minuten. Bei Trizeps oder einem Curl ist es halt 60 bis 90 Sekunden. Bei so einer Brustpresse auch mal 2 bis 3 Minuten, aber generell einfach so viel, bis ich erholt bin. Ihr kennt das alle. Ich schaue tatsächlich auch manchmal auf die Uhr, so, das ist zwar nicht genau, aber meine Herzfrequenz, wenn ich weiß, okay, bei Beine jetzt, die geht unter 110 oder so, dann bin ich wieder ready. Und so handhabe ich das eigentlich, du wahrscheinlich genau so. Exakt gleich. So, jetzt sind wir mal wieder auf der Suche nach Equipment. Das hast du hier halt jedes Mal. Bist du erstmal eine Weile am Suchen. Das machst du aber auch. Kannst du demnächst einen AirTag dran machen. Safe. Was macht der Justin hier schon wieder? Guck. Der macht Bilder. Ja. Komm, 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 komm. Jawohl. Push. Ja, ich bin nach. Werdet stark. Werdet stark, dann seid ihr auch stabil. Kann ich jetzt nach Fazit, nachdem Jetzt hast du ein Ziel, 12 musst du schaffen, dann hast du einen guten Trizeps. Und ich habe gemerkt, was für eine schwache Sau ich im Trizeps bin. Justin hat gut vorgelegt hier und meine Brust, die ist stabil und deswegen war ich da auch stark und habe viele Wiederholungen gemacht. Trizeps sieht die Sache anders aus, deswegen haben wir gerade mein Ziel festgesteckt. Da arbeite ich dran. Schönes Tanktop, zeig's kurz in die Kamera. Ich bin Team ESN. Zeig's kurz in die Kamera. Ja. Justin, wie geht's? Ein wunderschöner Mann mit wunderschönem Tank. Komm, komm, komm. Habe ich tatsächlich beim Enemy gesehen. Chris hat die auch mal so gemacht. Und dann dachte ich habe die immer normal gedrückt. Dann dachte ich mir, ja, probiere ich mal aus. Wie gesagt, man lernt ja von jedem. Und so fühlt sich geil an, finde ich. Hat sich sehr gut angefühlt. Wie Sex. Danke, danke, dass ich Den neuen, Maschine gezeigt habe. neuen Input für die jungen Profis. Weißt du, jetzt kann ich auch so groß reden. Früher war alles besser. Als ich noch erste Generation Classic Physik. In 30 Jahren, Alter, wenn ich da vorm PC sitze und so eine Scheiße mache, bitte kreuzigt mich. Was steht noch auf dem Plan? Also jetzt steht auf dem Plan meine Lieblingsübung, Hit the X, Crossovers am Kabel für den Trizeps. Habt ihr schon der eine oder andere gemerkt, wir switchen immer rum. Hat keinen bestimmten Hintergrund, einfach am Anfang kennt ihr ja, seid ihr noch frisch und klar in der Birne im Training. Und da versuche ich diese Key-Übungen, die richtig wichtig sind, wo ich alles geben will, abzudecken. Das sind so die ersten 3. Und deswegen 2 Brustpressen, eine Überkopf-Trizeps. Dann noch hier eine Decline, auch schon eher fliegend oder dehnend. Und jetzt hier 3 Sätze Crossovers. Dann machen wir final abschließend die ist ganz geil. Eine wirklich fliegende Bewegung. Und dann noch 3 Sätze Seitheben. Wie viele Sätze Trizeps machst du sonst immer?
6 bis 9. Also das Training heute ist eigentlich 1:1 das Push-Training, was ich jetzt gestern gemacht hätte. Nur halt Trizeps wäre jetzt nicht so weit vorne bei mir, aber finde ich gerade extrem geil, muss ich sagen. Auf, komm! Da kann man nicht helfen. Das ist eine Übung, da bist du einfach verloren. Da ist so an der Klippe, ein Kollege, die Hand reicht, da ist so der Moment. Oder mache ich die zwei anderen auch mal hören? Warum hast du das immer höher gestellt gehabt? Ich habe es jetzt höher gestellt, ich habe es tatsächlich auf meinem Video gezeigt. Wenn man Urs von hinten beobachtet hätte, hätte man gesehen, dass das Kabel war hier und hier war die Kontraktion so gefühlt. Jetzt optimieren wir praktisch diese Linie, in der wir arbeiten. Und dann gucken wir mal. Jetzt sieht man schon, es ist viel besser, dass es mehr in einer Linie ist. Ja, Mann. Also mit der Variante, mit der Übung kann man auch den langen Trizepskopf trainieren. Das ist das Schöne. Komm. Raus, 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 komm. Ich weiß ganz genau, die Frage wird kommen, was hat Justin in seinem Trizeps? Das ist einfach nur ein 24 Stunden Blutzuckermessgerät, weil ich das einfach jetzt hier im Rebound tatsächlich gucken will, wie ich auf die Kunden... Es ist super interessant, um die Ausschläge zu sehen, aber mein KFA ist zu niedrig und die Nadel ist jetzt im Muskel, es soll eigentlich nur ins Gewebe rein und jetzt zeigt er viel zu hohe Werte an. Ellenbogen leicht nach unten und dann auch wieder in einer Linie. Zack. Geht halt mehr auf Balance. Ja, das geht jetzt nicht auf den langen. Ja, das ist gut. Geilen neuen Input am Start heute auf jeden Fall. Es lohnt sich immer. Ich weiß, es gibt viele Bodybuilder, die sind ein bisschen lost in ihrem, wenn ich jetzt was anderes mache und anders trainiere, dann wird alles schief laufen und es ist die Welt, die untergeht. Und ganz oft ist halt das Problem, die meisten lassen sich nichts sagen, weil sie denken, sie haben die Weisheit. Ist nicht so. Deswegen trainiere ich so gern mit anderen Athleten. Ich auch, ich liebe das. Immer. Bizeps ist durch, Brust ist durch, abschließend noch Seitheben. Und dann passt die Sache. Und ich muss sagen, das ist echt geil. Also das Einzige, was man sich immer so denkt, wenn man mit jemandem trainiert, ist, wenn er dich so wenn er dich runterzieht und du dann eigentlich voll motiviert bist, voll Bock hast und dann dein Partner nicht richtig mitzieht. Bei Justin war es heute gar nicht der Fall. Und deswegen freue ich mich drüber. Gute Session. Jetzt finishen wir die noch strong. Was siehst du jetzt hier für einen Vorteil, das zu machen, anstatt mit Kurzhanteln? Du hast halt einfach geile Spannung auf dem Muskel in der gesamten. Leider, wenn du eine fette Schulter kriegen willst, arbeitest du mit der Kurzhantel nur in diesem Bereich halt wirklich aus der seitlichen. Und das alles hier, da ist gar keine Spannung drin. Das könnt ihr ja daheim mal ausprobieren oder auf dem Klo, wo du gerade sitzt und das Video schaut.
Und damit halt mit dem Seil ziehst du halt und der Zug ist ab dem Moment hier schon drauf bis ganz oben. Und ich versuche auch wirklich hier ziemlich hoch zu ziehen, also höher als hier. Ich finde, da triffst du auch nochmal ultra die Schulter. Und dementsprechend, ja, finde ich damit ganz geil. Kleiner Finisher für die seitliche Schulter. Wir gehen hier hoch, also hoch wie es geht. Wieder ein bisschen runter, nochmal hoch, dann ganz runter. Das ist eine Wiederholung. So viel machen wir selber, wie wir können. Du sitzt hinter mir. Und dann, wenn es nicht mehr geht, dann pumpen wir nochmal, bis es nicht mehr geht. Ja, Mann. Okay. Auf. Ja. Geht noch. Auf geht's, Justin. Komm jetzt. Ja. Finisher. Ja. Und pumpen. Jawohl. Aber dann bitte auch bis hierher. Und hoch. Komm. Ja, genau so. Auf. Komm. 5, 4, 3, 2 und die letzte. Jawohl. Sehr gut. Kann man noch mit 7,5 ein bisschen draufklappen auf die Schulter. Das ist immer geil. Ich vermisse es ja wirklich, mit deutschen Athleten zu trainieren. Mit denen, die ich mag, zum ersten Mal trainiere ich gern. Und zum zweiten, die was Leistung bringen. Und das ist wie gesagt hier der Fall. Und deswegen freut es mich, ja, dass wir uns gut verstehen, einen guten Austausch haben, zusammen Gas geben, zusammen pushen, dass er die Olympia-Quali holt, ich den Titel nach Deutschland. Und dann, ja Mann, dann funktioniert das Ganze gut, es kommt viel Nachwuchs und wir bilden hier eine starke deutsche Nationalmannschaft, so sieht's aus. Checkt auf jeden Fall Justins Insta, YouTube und was hast du noch? OnlyFans? Nee, Spaß. OnlyFans habe ich leider nicht. Das kommt da noch. Das kommt. Aber ja, schaut vorbei und in diesem Sinne, wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.